Moin Leute, hier ist Johann von Lockpicking Nord und wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, haben wir vor einiger Zeit mal einen Triple Lock gebaut für Bosnian Bill, in dem wir 3 Eurozylinder zerschnitten haben und die Außengehäuse miteinander verbunden haben und das Ganze in nachtleuchtendes Epoxidharz eingegossen haben. So, nun haben wir das losgeschickt zu Bill. Er war ein bisschen, naja, sagen wir mal, überfordert mit dem Teil. Ist natürlich auch klar, wir haben es darauf angelegt, dass es echt fies wird, ne? Dass es echt gemein sein soll. Und ich denke mal, diesen Zweck hat es durchaus erfüllt. Allein schon durch diesen Schlüsselschnitt haben wir echt es fast unmöglich gemacht oder wenig möglich gemacht, dieses Schloss ohne das passende Werkzeug zu öffnen. Und man braucht schon wirklich einen verdammt dünnen, verdammt tiefen Hook, um hinten diesen letzten Pin sitzen zu können. So, nun kam das Schloss wieder. Wir haben es neu bepinnt und ein bisschen geändert und haben es an Foxy geschickt. Und ja, es war womöglich die ersten 2 Kammern zu öffnen. Selbst Tobi bekommt es mittlerweile auf. Ich bekomme es überhaupt nicht auf. Ich kriege ein schönes tiefes Falset in Kammer 1 hin. Und das war es dann auch. Aber Tobi und Foxy haben sich ganz gut bewiesen an dem Ding. Und mal gucken, wer die 3. Kammer irgendwann mal aufbekommt. Ich habe da schon jemanden im Auge, dem ich das Ganze schicken will hier. Ja, damals, als es noch bei Bosnian Bill war, oder als das Video rauskam, war eine große Frage in den Kommentaren, ob es nicht möglich wäre, ein Triple Lock zu bauen mit 3 verschiedenen Schlüsseln. Das heißt, jede Kammer unterschiedlich schließend. Ich war damals der Meinung, das funktioniert absolut gar nicht. Also ich habe mir den Kopf zerbrochen und wie gesagt, ich war der Meinung, das kann eigentlich nicht gehen. Allerdings gibt es da ein kluges Köpfchen in Australien, oder auch 2, aber ich rede jetzt speziell von Daniel. Daniel Hunziker heißt er bei YouTube und der hat sich gedacht, okay, das muss irgendwie möglich sein und er hat es auch geschafft. Er hat das Schloss gebaut und hat er es auch zu Bosnian Bill geschickt und Bill hat es auch gepickt. Und guckt euch mal dieses echt gelungene Teil an. 3 verschieden farblich markierte Kammern, 3 verschiedene Schlüssel und einen coolen Schlüsselanhänger aus den Resten des Kerns und der Gehäuse. Ganz lustig gemacht. Alles schön verpackt in so einer richtig coolen Box. Und ja, Daniel hat es tatsächlich geschafft, es hinzubekommen, das Schloss so zu bauen, dass man 3 verschiedene Schlüssel braucht, um es zu picken oder zu öffnen. Und es läuft wunderbar, einwandfrei, wirklich, wirklich krass, was Daniel da geschafft hat. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten und wenn ihr euch mal anguckt, die Schlüssel könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein vom Bitting. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, ich hole es mal ein bisschen dichter ran. So, schieben wir das mal ein bisschen hoch hier. Die sind schon wirklich sehr unterschiedlich vom Bitting. Und ja, viele haben sich natürlich gefragt, wie ist das möglich, dass das überhaupt funktioniert? Und Bill hat es nicht gezeigt, er hat nicht reingeguckt, aber er hat es gepickt und war glücklich, dass er es picken konnte, nachdem er unseres hatte. Und guckt euch mal an, wie genau Daniel dieses Schloss nachgebaut hat. Wirklich der Hammer. Ich muss noch dazu sagen, Daniel hat vorher gefragt, ob er hier sich dran versuchen darf an dem Projekt und ich finde das absolut korrekt von ihm. Klar, natürlich darf er, warum sollten wir auch Nein sagen? Wir haben ja gerade so abgefahrene Schlösser oder wie auch dieses hier gebaut, oder die Schlüssel vor allen Dingen, um halt auch die Community ein bisschen anzuregen, neue Sachen zu probieren, neue Wege zu gehen und mal ein bisschen frischen Wind quasi reinzubringen. So, nun hat Daniel also diese 3 Lane-Schlösser hier zusammengebaut und eingegossen in Acryl. Er war auch schlauer als wir. Wir haben nämlich alles komplett rundum eingegossen. Man kann es nur mit einem normalen Follower oder mit einem etwas modifizierten Follower zerlegen. Daniel hat das ein bisschen besser gemacht. Er hat hier gleich jede Menge Madenschrauben reingedreht. Und ich werde es gleich mal zerlegen und dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert.
Danny hat mir vorab, bevor das Schloss überhaupt zu Bill gegangen ist, schon Bilder geschickt vom Aufbau. Und das ist wirklich krass, was er da gemacht hat. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, wirklich gut gemacht, Daniel. Echt klasse, dass du dieses Schloss gebaut hast. Ich bin wirklich beeindruckt. Und ich habe auch schon deine neueste Arbeit gesehen und bin noch mehr beeindruckt. Mal gucken, wann du sie zeigen wirst oder wann sie jemand per Post bekommt. Ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen. So, dann wollen wir mal sehen. Fangen wir mal mit der ersten Kammer an. Das ist die weiße Kammer, vermutlich. Ich habe hier schon mal einen Imbus vorbereitet. Kein Segen, wenn die zu scharf sind. So, das war jetzt der letzte Driver, das werden wir sehen. Das war der hier. So. Dürfte eigentlich nur noch ein Keypin irgendwo drin sein. Können wir aber auch mit dem Kern ziehen. Den ziehen wir mit dem Kern raus. Das dürfte kein Problem sein. So, das war schon mal der C-Clip. Und da kommt der letzte Keypin. So, dann wollen wir mal sehen. Oh, ja, jetzt wird es komplizierter. Bei 1 springt der Keypin ein bisschen zurück. Dafür hat hier Daniel sich was überlegt. Er hat einen T-Pin gebaut quasi.
der hier, trotzdem, dass er nicht mit der Oberkante des Kerns liniert, durch diese Nut rausgleiten kann und quasi trotzdem schließbar ist. Also das heißt, dadurch, dass es hier ein T-Pin-Ende hat, das Ding, kann er immer hier frei kommen, aber nur in eine Richtung. Deswegen kann man ihn auch immer nur weiterdrehen bis zum nächsten und nicht wieder zurück, weil dann sitzt er hier gegen. So, das wäre Nummer 1. Bei Nummer 2 das gleiche. Gibt hier auch frei, gibt hier auch quasi durch diesen T-Pin und durch die Nut erstmal frei. Das heißt, die Keypins passen wahrscheinlich immer nur an unterschiedlichen Positionen. Fangen wir mal hinten an. Die hinteren beiden sind Standard. Da linieren die beiden Pins auch. Das kann aber eigentlich nicht sein. Sehe ich gerade. Dann der letzte, der 6. ist wieder mit T-Pin versehen. Der 5. ist komplett bündig mit der Oberseite. Das heißt, hier kommt wieder ein Standard zum Einsatz. Und Nummer 4 ist extrem weit unten. Ich hole ihn wieder raus. Deswegen auch ein viel, viel längerer T-Pin hier. Mit leichten Serrations an der Spitze. Coole Sache. Der greift hier genau rauf. Also das heißt, der steht hier quasi genau auf dem T-Pin-Ende drauf, der Keypin. Und kann so durch diese tiefe, extrem tiefe Nut einmal die Schließung freigeben. Oder die Share-Linie. Aber auch, wie gesagt, nur in die eine Richtung. Gut, das heißt, alles was nicht bündig sitzt quasi an Keypins wird durch hier diese Nuten quasi wieder freigegeben. Und hier sitzen also nur 3 und 5 bündig mit der Oberfläche und können mit einem Standard Driver quasi laufen. Wenn wir jetzt zur nächsten Stufe kommen, das wäre Rot. Da werden wir wahrscheinlich sehen, dass wieder andere linieren. Jetzt linieren 1 und 4. Das heißt, wir haben hier ein 1 und da ist irgendwo was durcheinander gekommen. Ich werde das gleich nochmal rausfinden. In 1 und 4 müssen wir dann hier einen Standard haben wir auch. Und die restlichen werden wieder durch extrem lange T-Pins freigegeben. Das heißt 2 sitzt vernünftig. Genau. 2 wird wieder durch diesen AT-Pin freigegeben. Wie ihr sehen könnt. Oder auch nicht sehen könnt, das ist ganz schön schwer so zu zeigen. Alles was halt nicht liniert, benötigt immer diesen T-Pin und die Nuten im Kern. Hat er aber gut hinbekommen, dass er das immer in einem richtigen Intervall quasi macht. Ich gucke mir das mal genauer an hier. Ich glaube, irgendwas ist mir da durcheinander gekommen. Also, wir haben nochmal von vorne angefangen. Das ist echt schwer, das so zu erfassen und gleichzeitig zu erklären. Wir haben bei Schließung weiß, haben wir eigentlich nur 2 linierende Pins, das ist 5 und 6 hinten. Das heißt, wir haben hier auf 5 und 6 Standard Driver. In 4 haben wir den längsten T-Pin, der greift hier rein, in diese extrem tiefe Hohlkehle und fällt mir dann auch noch runter. Mann, ich bin dieses Schlosses nicht würdig. Und die anderen sind ganz ebene T-Pins, alle ziemlich gleich von der Art. Genau, so. Die immer in diese Nuten greifen. Bei der nächsten Schließung Rot liniert Keypin Nummer 1 und Keypin Nummer 4. Dann sehen wir hier auch in Kammer Nummer 1 ein Standard, ist klar. Und in Nummer 4 auch ein Standard, ist klar. Dann haben wir wieder unterschiedlich lange T-Pins. Ich vermute, dieses Mal ist alles richtig. Der längste ist in Kammer Nummer 6, genau. Dann kommt der nächstlängere in Kammer Nummer 5, das passt. Und so weiter. Das zieht sich so hin. Jetzt kommt die letzte Kammer, die etwas spannendere. Da hat Daniel sogar Sicherheitspins verbaut.
jetzt liniert 2 und 3 mit der Kernseite oben, wie ihr sehen könnt. Und alle anderen benötigen wieder ihre T-Pins, um zu arbeiten. Nummer 1 hat einen ziemlich kurzen T-Pin. In Nummer 2 ist ein selbstgemachter Dome S-Driver, quasi ein Daniel Custom Driver. Richtig krasses Ding. Wirklich wahnsinnig stark arbeitende Scheiben oder Ringe hier drauf. Habe noch nie gesehen, dass jemand das selbst gebaut hat. Ich habe es immer mal vorgehabt, aber ich wusste nicht, wie ich dieses Ende vernieten soll. Ich weiß nicht, ob er es vernietet hat. Sieht ganz so aus und wahrscheinlich auch ein bisschen verklebt. Aber wirklich wahnsinnig cool das Ding. Richtig, richtig cool. Der ist in Kammer Nummer 2. In dem Fall unser linierender Standard-Driver. T-Pin. So, in Kammer Nummer 3. Das kommt nicht hin. Ist ein langer T-Pin. Das müsste hier in dem Fall ja eigentlich der Standard sein. So. In Kammer Nummer 3 ist dann ein Standard. In Kammer Nummer 4 kommt mir nicht richtig vor. In 4 kommt das hier hin. Ja, das kommt hin. Warum ist 6 so lang? Frage ich mich gerade. Ja gut, es spielt ja keine Rolle. Er funktioniert da trotzdem. Also 6 ist ein extrem langer T-Pin. Ich weiß nicht, welchen Zweck das erfüllt, dass der jetzt so extrem viel länger ist. Ich muss mir das jetzt nochmal gleich genauer angucken, ob das so gedacht ist, wie ich das jetzt hier auseinandergenommen habe. Aber wirklich, wie ihr sehen könnt, es gibt immer 2 Standard-Driver, die jeweils immer zu 2 linierenden Keypins passen. In dem Fall sind das hier 2 und 3. Dann kann man nochmal 2 sind das 1 und 4. Und in Kammer Nummer 1 sind das 5 und 6. Und so finden wir das jetzt auch mittlerweile wieder hier bei mir auf dem Pinning Trace wieder. Ich werde mir das jetzt mit den T-Pins nochmal ganz genau angucken. Ich werde es auf jeden Fall so zusammenbauen, dass es auch wieder funktioniert. Aber ich hoffe, ihr habt das Patent verstanden, was sich Daniel hier überlegt hat. Wirklich, wirklich sehr, sehr ausgefallen. Und wie gesagt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es funktioniert. So. Läuft. Sehr, sehr cool. Es läuft wieder. So soll es doch sein. So soll es doch sein. Sehr cool. Boah, Glück gehabt. So, jetzt hatte ich mir überlegt, Arbeitskram weg, packe ich das Ganze mal ein bisschen zusammen. So vielleicht. Und dann bekommt das jemand anders. Und ich weiß auch schon wer. Lasst euch überraschen. So, Daniel. Vielen, vielen Dank für diese coole Geschichte, für dieses Projekt, was du hast. Und wirklich eine Ehre für uns, dass du das so schön nachgebaut hast und auch noch viel besser eigentlich quasi, wie wir. Und ja, ich hoffe, wir werden in Zukunft nochmal was zusammen machen. Hatte ich ja schon mal geschrieben und wir bleiben in Kontakt. Und alle anderen sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.